Die Firma Karl Such ist an mich herangetreten mit dem Wunsch, eine neuartige Tischuhr zu entwerfen, die einerseits sehr wohl Anleihen an den Entwürfe des 19. Jahrhunderts eigentlich nimmt, andererseits in einen zeitgenössischen Kontext gesetzt wird. Die Herausforderung waren die Schenkel, das sind sozusagen die Speichen vom Rad. Und am Anfang haben wir uns ein bisschen quergelegt, weil wir gesagt haben, geht sich das vom Gewicht aus? Wie ist das? Laufen die Räder auch rund mit dem? Es hat super funktioniert und es ist was Schönes entstanden. Das Spannende an dem Projekt war für uns diese Gratwanderung zwischen Handwerklichkeit und Perfektion. Eine Uhr verlangt Perfektion, aber die Handwerklichkeit muss spürbar sein. Und das entspricht genau unserer Arbeitsweise bei Lobmeier. Unsere Handwerker bemühen sich, so präzise als möglich zu arbeiten, aber dadurch, dass es eine menschliche Arbeit ist, wird das auch für den Benutzer spürbar. Wie ich begonnen habe mit dem Projekt, an das Projekt zu denken, hat mir jeder gesagt, ob ich verrückt wäre. Wer kauft heutzutage eine Tischuhr? Und es stimmt. Hier diese fantastische Legacy weiterzuschreiben, sozusagen das Feuer weiterzutragen und nicht die Asche, das war für mich eigentlich der wichtigste Antrieb. Es ist gelungen, eine ganz, ganz tolle Uhr zu machen und das hier in Wien. Mit höchster Handwerkskunst, mit Cutting-Edge-Design, ganz, ganz hochwertigen Materialien und ich glaube wirklich ein Objet da.